Die hohle Erde. Mythen, Fakten und Verschwörungstheorien. Der hohle Erde-Mythos und seine historischen Hintergründe. Seit Jahrhunderten fasziniert der Mythos der hohlen Erde die Menschheit, ein Mysterium, das Historiker, Abenteurer und Verschwörungstheoretiker gleichermaßen in seinen Bann zieht. In den Schriften antiker Kulturen und in den Erzählungen der großen Romane finden sich Hinweise auf unterirdische Reiche, verborgene Welten und gigantische Höhlensysteme, die unter der Oberfläche unseres Planeten existieren könnten. Schon die alten Griechen, Ägypter und indigenen Völker sprachen in ihren Überlieferungen von geheimnisvollen Welten, die tief im Innern der Erde verborgen liegen. Diese Geschichten, oft als Metaphern für spirituelle Erneuerung oder kosmische Zyklen interpretiert, werfen bis heute Fragen auf. Ist die Erde tatsächlich hohl, und wenn ja, welche Geheimnisse verbergen sich in ihrem Innersten? Der Gedanke einer hohlen Erde fand im 19. Jahrhundert mit Werken wie Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde neue Popularität und beflügelte die Vorstellungskraft zahlreicher Abenteurer und Wissenschaftler. Vernes Roman, eine Mischung aus Abenteuer, Wissenschaft und spekulativer Fiktion, verankerte den Mythos tief im kulturellen Gedächtnis der Menschheit. Auch wenn es sich bei Vernes Werk um reine Fiktion handelte, so nährte es doch den Glauben an verborgene, unentdeckte Reiche unter der Oberfläche, in denen vielleicht sogar fortschrittliche Zivilisationen existierten. Parallel zu diesen literarischen Erzählungen entwickelte sich im 20. Jahrhundert die Überzeugung, dass es geheim gehaltene Wahrheiten über die Beschaffenheit unseres Planeten geben könnte. Besonders die Expeditionen in entlegene Regionen wie die Antarktis sorgten für Aufsehen und trugen zur Mystifizierung des Hohle-Erde-Phänomens bei. Namen wie Admiral Richard E. Byrd, der angeblich während seiner geheimen Antarktis-Missionen auf unerklärliche Phänomene stieß, wurden zum Synonym für das Unerklärliche und Verborgene. Laut Berichten und Verschwörungstheorien soll Byrd nicht nur unterirdische Höhlensysteme, sondern auch ganze Städte entdeckt haben, die in einem undurchdringlichen Netz aus natürlichen und künstlichen Strukturen verborgen liegen. Die Faszination an diesem Mythos liegt auch in den vermeintlichen wissenschaftlichen Ansätzen, die das Unbekannte zu entschlüsseln versuchen. Neueste Analysen, die auf speziellen Röntgenmethoden und geophysikalischen Untersuchungen basieren, haben angeblich Anomalien in der Antarktis aufgezeigt. Hinweise auf unterirdische Konstruktionen, die nicht in das traditionelle Modell der Erddynamik passen. Diese Berichte, die vor allem in alternativen wissenschaftlichen Kreisen und auf diversen YouTube-Kanälen für Furore sorgen, nähren die Spekulation, dass es mehr gibt, als die Mainstream-Wissenschaft zu akzeptieren bereit ist. Doch woher kommt diese angebliche Geheimhaltung? Einige Theorien behaupten, dass Regierungen und internationale Organisationen seit Jahrzehnten wissentlich Informationen über diese Phänomene unterdrücken. Die Gründe seien vielfältig: Angst vor gesellschaftlichen Umwälzungen, wirtschaftlichen Konsequenzen oder dem Zusammenbruch des etablierten wissenschaftlichen Paradigmas. Ob es dabei um tatsächliche Entdeckungen oder lediglich um Missinterpretationen naturwissenschaftlicher Daten geht, bleibt ein offenes Rätsel, das die Neugier und den Forscherdrang der Menschheit weiter anheizt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Hohle-Erde-Mythos zu einem Sammelbecken verschiedenster Theorien und Legenden entwickelt. Von den uralten Schriften der antiken Zivilisationen bis hin zu modernen Berichten von geheimen Militärmissionen. All diese Erzählungen teilen den gemeinsamen Kern der Vorstellung, dass unsere Welt mehr ist als das, was man mit bloßem Auge sehen kann. Die erste Etappe unserer epischen Reise durch den Hohle-Erde-Mythos bildet diese Einführung. Ein Überblick über die historischen Wurzeln, literarischen Einflüsse und den anhaltenden Reiz eines Themas, das zugleich Faszination und Skepsis hervorruft. In den kommenden Kapiteln werden wir tief in die geheimen Missionen und Berichte von Persönlichkeiten wie Admiral Byrd eintauchen, die Mythen und Legenden aus aller Welt untersuchen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit alten Überlieferungen in Beziehung setzen. Auch die Berichte der berühmten Schriftstellerin Linda Moulton Howe haben wir für euch zu diesem Thema alle zusammengefasst.
Bleibt also gespannt, während wir das Rätsel der hohle Erde Schicht für Schicht enthüllen und versuchen, Licht in das Dunkel der verborgenen Welten zu bringen. Admiral Richard E. Byrd, der Mann hinter der Expedition. Admiral Richard Evelyn Byrd war zweifellos eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, dessen Leben und Karriere die Grenzen des menschlichen Wissens und den Pioniergeist prägten. Seine Expeditionen in die unbekannten Ecken der Erde, insbesondere die in die Antarktis, hinterließen eine Erbschaft von Geheimnissen und unaufgeklärten Rätseln, die noch heute viele Fragen aufwerfen. Doch um zu verstehen, warum Byrd als Anführer einer der größten und mysteriösesten Expeditionen der Geschichte ausgewählt wurde, müssen wir einen Blick auf sein Leben, seinen Werdegang und die geopolitischen Strömungen der Zeit werfen. Die frühen Jahre, Aufstieg eines Pioniers. Richard Byrd wurde am 25. Oktober 1888 in Winchester, Virginia geboren. Aufgewachsen in einer wohlhabenden Familie, hatte Byrd Zugang zu den besten Bildungseinrichtungen und wurde von klein auf zu einem Mann mit einer außergewöhnlichen Entschlossenheit und einem ausgeprägten Sinn für Abenteuer erzogen. Sein Vater, ein angesehener Geschäftsmann und Politiker, förderte die Interessen seines Sohnes, insbesondere in den Bereichen Technik und Wissenschaft. Schon als Kind zeigte Byrd ein bemerkenswertes Interesse an der Luftfahrt. Eine Leidenschaft, die seine Zukunft entscheidend prägen sollte. Im Jahr 1908 trat Byrd in die US Navy ein, wo er sich zunächst als Marineoffizier ausbilden ließ. Es war jedoch seine Entscheidung, als Flieger in den Militärdienst zu treten, die seinen Weg in die Geschichte ebnen sollte. 1912 wurde er als einer der ersten Amerikaner für den Fliegerdienst ausgebildet und absolvierte seine Flugausbildung mit Bravour. Byrds Talent und sein technisches Wissen brachten ihn in den Kreis der besten Piloten und Luftfahrtpioniere seiner Zeit. Bereits im Ersten Weltkrieg konnte er sich als Flugzeugführer und später als Berater für Luftfahrtausrüstung und Strategie einen Namen machen. Doch es war nicht der Krieg, der Byrd am meisten faszinierte. Es war die ungebrochene Suche nach den unbekannten Weiten der Erde. Byrd war von den Entdeckungsreisen der großen Polarforscher inspiriert und träumte davon, der erste Mensch zu werden, der den Südpol aus der Luft erreicht. Der Gedanke, die letzten großen leeren Flecken auf der Landkarte der Erde zu füllen, trieb ihn an. Die ersten Expeditionen, der Aufstieg zum Ruhm. In den frühen 1920er Jahren gelang es Byrd, die nötige Finanzierung und Unterstützung für seine eigene Expedition zu gewinnen. Der erste große Erfolg kam 1926, als Byrd mit seinem Team in einem Flugzeug die erste erfolgreiche Reise über den Nordpol unternahm. Der Erfolg dieser Reise brachte ihm weltweiten Ruhm und öffnete die Türen für weitere Projekte, insbesondere im Bereich der Polarforschung. Doch Byrd hatte größere Ziele vor Augen, der Südpol. Im Jahr 1928 erhielt Byrd die Gelegenheit, eine Expedition in die Antarktis zu führen. Unterstützt durch die US Navy, die Regierung und verschiedene wissenschaftliche Organisationen, begab er sich auf eine historische Reise, die als Little America bekannt wurde. Die Expedition veränderte die Geschichte der Polar- und Luftfahrtforschung. Byrd selbst erreichte 1929 als erster Mensch den geografischen Südpol mit einem Flugzeug. Es war ein bahnbrechender Erfolg, der Byrds Ruf als einer der größten Entdecker seiner Zeit festigte. Doch trotz des Ruhms und der Erfolge begannen schon bald Fragen aufzukommen. Byrd beschrieb in seinen Berichten merkwürdige Vorkommnisse und stellte fest, dass die Antarktis mehr verbarg, als sie zunächst vermuten ließ. Diese seltsamen Erfahrungen blieben jedoch nur in seinen persönlichen Tagebüchern und Berichten vermerkt und wurden nie vollständig von der breiten Öffentlichkeit beachtet. Und genau über diese Tagebücher haben wir am Ende dieser Doku etwas ganz Besonderes für euch. Einen kompletten Film, der Admiral Byrds geheime Erlebnisse bei seiner Reise in die Hohlwelt zum Leben erweckt.
Er berichtete von zahlreichen unglaublichen Entdeckungen in der Antarktis. Und jetzt könnt ihr sie selbst miterleben. Was damals wirklich geschah, wird euch auf eine Art und Weise überraschen, dass ihr wirklich fragen werdet: Werden wir belogen? Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dabei, um dieses einmalige Abenteuer nicht zu verpassen. Wenn euch diese Doku gefällt, zeigt es uns mit einem Like. Das hilft uns enorm und sorgt dafür, dass dieses Video noch mehr Menschen erreicht. Also bitte unterstützt uns. Und jetzt geht's weiter mit der unglaublichen Wahrheit. Die Welt nahm Byrds Reise als triumphalen wissenschaftlichen Erfolg wahr, aber es gab Hinweise darauf, dass Byrd während seiner Expeditionen auf unbekannte, mysteriöse Phänomene gestoßen war, Ereignisse, die später noch größere Geheimnisse aufwarfen. Der geopolitische Hintergrund und die Entstehung von Operation High Jump. Die späten 1930er Jahre waren eine Zeit wachsender Spannungen zwischen den großen Weltmächten. Die Diktaturen von Adolf Hitler in Deutschland und Benito Mussolini in Italien sowie der aufkommende Zweite Weltkrieg stellten die geopolitische Ordnung der Welt auf die Probe. Die Expansion und der Machtanspruch der Achsenmächte führten zu weltweiten Ängsten und politischen Manipulationen. Inmitten dieser globalen Unsicherheit entstand die Frage, welche Rolle spielte die Antarktis in den militärischen und wissenschaftlichen Plänen der Weltmächte? Es war während dieser Zeit, dass Byrd, bereits ein gefeierter Held der Luftfahrtgeschichte, erneut von der US-Regierung gebeten wurde, eine Expedition in die Antarktis zu führen. Der Grund für diese Operation war offiziell wissenschaftlicher Natur. Man wollte die geografischen und meteorologischen Bedingungen des südlichsten Kontinents erforschen, seine Ressourcen kartieren und strategische Vorteile für den Krieg gewinnen. Doch es gab auch weniger bekannte Gründe, die hinter der Mission steckten. Ein großer Teil des Interesses an der Antarktis hing mit der Möglichkeit zusammen, militärische Vorteile zu erlangen. In den 1930er Jahren gab es Spekulationen über den strategischen Wert der Region, insbesondere angesichts der Fortschritte, die in der Technologie der Raketenwissenschaft und der Luftfahrt erzielt wurden. Es wurde spekuliert, dass die Antarktis als geografischer Vorposten eine militärische Bedeutung im Falle eines Krieges haben könnte. Doch was für die meisten eine scheinbar einfache wissenschaftliche Expedition war, hatte tiefere Dimensionen. Es gab immer wieder Gerüchte und Vermutungen, dass Byrds Reise nicht nur dazu dienen sollte, den Südpol zu erforschen, sondern dass es noch weitere, mysteriösere Ziele gab. Die Möglichkeit, auf unbekannte Zivilisationen oder Technologien zu stoßen, die zu dieser Zeit weit über das hinausgingen, was die Welt wusste, war eine Theorie, die immer wieder aufkam. Vorherige und nachfolgende Expeditionen in die Antarktis. Bevor Byrd seine ersten Expeditionen unternahm, hatten andere Forscher die Antarktis bereits in Angriff genommen. Die berühmtesten unter ihnen waren der britische Entdecker Robert Falcon Scott und der norwegische Forscher Roald Amundsen. Scott und Amundsen führten 1911 getrennte Expeditionen zum Südpol, wobei Amundsen als erster Mensch den geografischen Südpol erreichte und Scott tragischerweise ums Leben kam, als er versuchte, nach seiner eigenen Südpol-Expedition zurückzukehren. Doch Byrds Entdeckungen, vor allem während der Little America-Expedition, füllten Lücken und eröffneten der westlichen Welt eine völlig neue Sicht auf den antarktischen Kontinent. Viele von Byrds Entdeckungen basierten auf technologischen Fortschritten, wie dem Einsatz von Flugzeugen, die die Antarktis von der Luft aus kartierten und so erstmals detaillierte geografische Informationen lieferten. Nach Byrds Operationen folgten zahlreiche weitere Expeditionen. Die sowjetische Antarktis-Expedition der 1950er Jahre zum Beispiel legte den Grundstein für die spätere Gründung der ersten permanenten Forschungsstationen. Doch auch die Geheimnisse, die Byrd hinterließ, blieben ungelöst. Diese Expeditionen stießen auf die bekannten geografischen Merkmale der Antarktis, aber die mysteriösen Vorfälle und die Möglichkeit von unterirdischen oder bisher unbekannten Zivilisationen, die Byrd ansprach, blieben ein ungelöstes Rätsel.
Die Reise zum unbekannten Pol. Im Winter des Jahres 1928 begab sich Admiral Richard E. Byrd auf eine Reise in eine der geheimnisvollsten und unwirtlichsten Regionen der Erde. Die Antarktis, das unberührte und nahezu unerforschte Eisland am Südpol, war für die westliche Welt ein Land der Mythen und unerforschten Geheimnisse. Byrd, der bereits als Luftfahrtpionier und berühmter Arktisforscher internationale Anerkennung erlangt hatte, war fest entschlossen, die Antarktis auf eine Weise zu durchqueren, die zuvor niemand gewagt hatte. Mit der Unterstützung der US Navy und einer finanziellen Partnerschaft für diese Mission, die als eine der größten polaren Expeditionen in die Geschichte eingehen sollte, fuhr Byrd mit 2 Schiffen und 3 Flugzeugen zur Antarktis. Das Hauptquartier wurde auf dem Ross-Schelfeis errichtet und erhielt den Namen Little America in Anlehnung an die Arktis-Station Little America, die Byrd während seiner früheren Reisen errichtet hatte. Byrds Expedition war wissenschaftlich gut vorbereitet, aber es war auch ein Kampf gegen die Natur, die mit endlosen Schneestürmen, extremen Temperaturen und eisigen Winden die Männer in ihren Bann zog. Doch Byrd und seine Crew kämpften tapfer und trotzten den Bedingungen. Am 29. November 1929 gelang Byrd schließlich ein bahnbrechender Flug zum Südpol. Mit einem monatelang vorbereiteten Flugzeug startete er zu einem historischen Flug, der die polaren Gewässer in eine neue Ära des wissenschaftlichen Wissens katapultieren sollte. Der Flug war ein Erfolg, der Byrds Ruf festigte und ihn zu einem internationalen Helden machte. Doch hinter den wissenschaftlichen Erfolgen verbarg sich eine andere Wahrheit. Byrd hatte das Gefühl, dass die Antarktis mehr verbarg, als sie der Welt preisgab. In seinem Tagebuch schrieb er über geheimnisvolle, unerklärliche Phänomene, die er während seines Fluges beobachtete. Die Route, die er flog, zeigte plötzlich seltsame magnetische Anomalien, die zu einem deutlichen Versagen der Kompasse führten. Doch der wahre Höhepunkt seines Flugs war die Entdeckung eines bislang unerforschten Gebiets, das unter den flimmernden Lichtern des Südpols in einer unheimlichen Stille lag. Er beschrieb in seinen Berichten, dass sich die eisige Landschaft auf mysteriöse Weise veränderte und dass er das Gefühl hatte, eine Grenze überschritten zu haben, als er das Zentrum des Polargebietes erreichte. Die Instrumente begannen zu schwanken und das Flugzeug schien unkontrollierbar zu werden. Doch Byrd konnte das Flugzeug trotz der starken magnetischen Störungen und der Unvorhersehbarkeit der Landschaft sicher landen. Der mysteriöse Zwischenfall wurde nie vollständig erklärt. Einige spekulierten, dass Byrd während seines Fluges auf unbekannte Phänomene gestoßen war, die auf geheime militärische Entwicklungen oder unbekannte Technologien hindeuteten. In den folgenden Jahren ließen diese mysteriösen Begebenheiten nur noch mehr Fragen aufkommen. Die geheime Welt unter dem Eis. Im Jahr 1933 begab sich Admiral Byrd auf seine zweite große Expedition in die Antarktis. Dieses Mal ging es ihm nicht nur um die Kartierung und wissenschaftliche Erforschung der Region. Byrd wollte in die entlegensten Ecken vordringen, um Informationen zu sammeln, die zu diesem Zeitpunkt als zu außergewöhnlich galten, um wahr zu sein. Sein Ziel war es, einen besseren Überblick über die geheimen Ressourcen und geologischen Besonderheiten zu bekommen, die der Kontinent möglicherweise verbarg. Während dieser Expedition geriet Byrd an den Rand des Todes. Um die Arbeit voranzutreiben, ließ er sich in einer isolierten Basisstation nieder, weit entfernt von der Hauptgruppe. Das sogenannte Advance Base war von der Außenwelt abgeschnitten und Byrd sollte dort über mehrere Monate hinweg meteorologische und geophysikalische Daten sammeln. Doch was als wissenschaftliches Experiment begann, verwandelte sich schnell in einen Kampf ums Überleben. Die Basis war schlecht belüftet und die Kohlenmonoxidvergiftung, die Byrd erlebte, brachte ihn beinahe um. In seinen Tagebuchaufzeichnungen beschrieb er, wie er die Symptome eines drohenden Erstickens immer deutlicher wahrnahm. Als seine Funknachrichten immer unverständlicher wurden, startete ein Rettungsteam die gefährliche Reise, um Byrd zu befreien. Diese Rettung, eine der dramatischsten Episoden seiner Karriere, war nicht nur ein physischer Überlebenskampf, sondern offenbar auch ein psychologischer.
Byrd, der bekannt für seine unerschütterliche Entschlossenheit war, konnte kaum fassen, was er erlebt hatte. Doch die Geschichten von Byrds Rückkehr zur Basis und seinem Überlebenskampf sind nur ein Teil des gesamten Mysteriums. In den Monaten nach seiner Rückkehr zur Zivilisation berichtete Byrd von Begegnungen mit ungewöhnlichen Magnetfeldern und einer Vielzahl von unerklärlichen Phänomenen. Viele spekulierten, dass er während seines isolierten Aufenthalts in der Basis auf etwas gestoßen war, das er nicht vollständig verstehen konnte. Einige Gelehrte und Verschwörungstheoretiker deuten auf seine Tagebucheinträge hin, die Hinweise auf geheime unterirdische Strukturen geben, die unter dem Eis verborgen sein könnten. Es gibt Hinweise darauf, dass Byrd zu dieser Zeit in Gespräche mit Geheimdiensten und Militärs verwickelt war, die Interesse an seinen Entdeckungen zeigten. Berichten zufolge soll Byrd in einem persönlichen Gespräch mit militärischen Führungskräften angedeutet haben, dass er eine unterirdische Welt oder vielleicht sogar eine verborgene Zivilisation im Inneren der Antarktis gefunden hatte. Diese Zivilisation, so die Gerüchte, sei in der Lage, Technologien zu nutzen, die weit über das hinausgingen, was zu dieser Zeit als möglich galt. Die Überreste dieser geheimen Entdeckungen wurden nie vollständig veröffentlicht. Viele der Berichte wurden als geheim klassifiziert und blieben der breiten Öffentlichkeit verschlossen. Die Schatten der Operation High Jump und die dunkle Wahrheit. Die nächste und zugleich größte Expedition, die Byrd anführte, sollte alles verändern. Im Jahr 1946 wurde er mit der Leitung von Operation High Jump betraut, einer militärischen Expedition, die von der US-Regierung ins Leben gerufen wurde, um die Antarktis zu erforschen. Offiziell war die Mission dazu bestimmt, geografische und militärische Daten zu sammeln, die für zukünftige strategische Entscheidungen im arktischen Raum wichtig sein könnten. Doch die Größe der Expedition und die Beteiligung von über 4.700 Männern, 13 Schiffen und 33 Flugzeugen deuteten auf eine weit tiefere Absicht hin. Berichte über Operation High Jump sind von Natur aus vage und widersprüchlich. Einige Historiker und ehemalige Mitglieder der Expedition behaupten, dass während dieser Mission außerirdische Technologien und unbekannte Flugobjekte aufgetaucht seien. Gerüchte besagen, dass Byrd und seine Männer bei der Erkundung einer der abgelegenen Regionen der Antarktis auf fliegende Objekte stießen, die nicht von dieser Welt zu sein schienen. Diese angeblichen Begegnungen wurden nie offiziell bestätigt. Aber die Erzählungen und mysteriösen Vorfälle rund um die Expedition trugen dazu bei, die Theorie zu verbreiten, dass die Antarktis möglicherweise ein Ort verborgener Technologien oder sogar einer unterirdischen Zivilisation sein könnte. Die Expedition endete abrupt und überraschend. Nachdem die Truppen von Byrd zurückkehrten, gab es Berichte über eine außerordentliche Reaktion der US-Regierung, die die Mission als weitgehend abgeschlossen erklärte. In einem Interview nach der Expedition sprach Byrd über die Bedrohung, die die Antarktis mit sich brachte, und warf dabei die Vermutung auf, dass feindliche Mächte, von denen niemand wusste, wer sie waren, möglicherweise in der Lage waren, sich über die Pole zu bewegen und mit beeindruckender Geschwindigkeit zu agieren. Diese Aussagen, gepaart mit der geografischen Bedeutung der Antarktis, führten zu Spekulationen über eine Verschwörung, bei der Byrd in einem geheimen Tagebuch von einer unterirdischen Welt im Inneren des Polarkontinents sprach. Der Inhalt dieses angeblichen Tagebuchs wurde nie veröffentlicht. Verschiedene Berichte aus der Zeit behaupten, dass Byrd in diesem Tagebuch von Begegnungen mit einer hochtechnologischen Zivilisation unter dem Eis berichtete. Die Zivilisation soll fortschrittliche Technologien verwendet haben, die der Menschheit weit überlegen waren. In einem weiteren mysteriösen Vorfall wird beschrieben, wie Byrd in seinem Bericht sagte, dass er nach der Begegnung von unvorstellbarem Wissen heimgeschickt wurde, mit der ausdrücklichen Anweisung, die Entdeckungen geheim zu halten, um die Welt vor den möglichen Konsequenzen zu schützen. Bis heute bleibt der genaue Inhalt dieses Tagebuchs ein Rätsel. Die Geschichte von Byrds angeblicher Entdeckung einer unterirdischen Welt in der Antarktis, bewohnt von einer fortschrittlichen Zivilisation, ist umso mysteriöser geworden, da alle Beweise entweder verschwunden oder als geheime Regierungsdokumente eingestuft wurden.
Linda Moulton Howe und die geheimen Entdeckungen in der Antarktis. Linda Moulton Howe, eine investigative Journalistin und Dokumentarfilmerin, ist vor allem für ihre Arbeiten zu UFOs, geheimen Regierungsprojekten und extraterrestrischen Phänomenen bekannt. Doch besonders faszinierend und kontrovers ist ihre Forschung zur Antarktis, wo sie behauptet, auf Berichte über geheime Aktivitäten und Entdeckungen gestoßen zu sein, die die Öffentlichkeit niemals erfahren sollte. Ihre Quellen stützen sich auf Zeugenaussagen von Militärangehörigen, ehemaligen Forschern und Insidern, die in geheimen Missionen und Operationen involviert waren. Einige dieser Berichte und Verschwörungstheorien haben dazu geführt, dass Howe als eine der führenden Stimmen in der Antarktis-Mythologie betrachtet wird. Der Ex-Militär und seine Berichte über geheime Tunnel und Pyramiden. Eine der bekanntesten Erzählungen von Linda Moulton Howe betrifft ein Interview mit einem anonymen ehemaligen Militärangehörigen, der von einer geheimen Expedition berichtete, die er in den 1950er Jahren in der Antarktis durchführte. Laut seiner Schilderung stieß sein Team bei der Untersuchung eines abgelegenen Bereichs der Antarktis auf ein unterirdisches System von Tunneln, das Millionen Jahre alt gewesen sein könnte. Diese Tunnel waren so präzise konstruiert, dass sie weit über die Fähigkeiten menschlicher Ingenieure jener Zeit hinausgingen. In diesen Tunneln entdeckten sie riesige Hallen und Kammern, die von einer unbekannten Zivilisation stammen sollten. Besonders auffällig waren mehrere Pyramidenstrukturen, die sich in ihrer Form und Funktion stark von bekannten pyramidenartigen Bauwerken wie denen in Ägypten oder Mesoamerika unterschieden. Eine der ungewöhnlichsten Eigenschaften dieser Pyramiden war die Art und Weise, wie sie das umgebende Magnetfeld beeinflussten und unerklärliche Phänomene erzeugten. Elektronische Geräte versagten in der Nähe der Pyramiden und viele der Forscher und Militärs berichteten von physischen Symptomen wie Übelkeit, Schwindel oder Visionen. Die Expedition wurde aufgrund der Entdeckung von höheren Regierungseinheiten sofort als gescheitert erklärt und die gesamten Beweise wurden vernichtet. Linda Moulton Howe und die Verschwörungstheorien zur Antarktis. Moulton Howe hat in ihren Recherchen die Hypothese aufgestellt, dass die Antarktis mehr verbirgt, als man bisher für möglich hielt. Sie spekuliert, dass große Teile des Kontinents vor den letzten Eiszeiten, als das Klima noch viel milder war, bewohnt waren. Viele ihrer Quellen berichten von seltsamen Anomalien und Funden in der Region, die möglicherweise auf unterirdische Zivilisationen oder sogar außerirdische Technologien hindeuten. Sie schlägt vor, dass große Teile dieser Entdeckungen unter dem Eis begraben sind und dass die Eisdecken über Jahrtausende viele Hinweise auf eine präarktische Zivilisation verschüttet haben könnten. Ein zentraler Aspekt ihrer Theorien ist der Glaube, dass bestimmte Teile der Antarktis als geheime militärische Zonen dienen, in denen Forschungsstationen wie die McMurdo-Station und die Byrd-Station nicht nur wissenschaftliche Daten sammeln, sondern auch als Stützpunkte für geheime militärische oder technologische Projekte dienen. Diese Stationen werden in vielen Verschwörungstheorien als Orte beschrieben, an denen Entdeckungen gemacht werden, die weit über das hinausgehen, was die breite Öffentlichkeit jemals erfahren wird. Howe spricht auch immer wieder von vergessenen Technologien, die in der Antarktis entdeckt worden sein könnten und deren Existenz absichtlich unterdrückt wird, um Macht und Kontrolle zu bewahren. Das Verschwinden der Forscher, McMurdo Station und die geheimen Ereignisse. Ein besonders rätselhafter Vorfall, den Linda Moulton Howe in ihren Recherchen dokumentierte, betrifft das mysteriöse Verschwinden einer Gruppe von Forschern, die in der Nähe der McMurdo-Station tätig waren. Der Vorfall fand in den 1950er Jahren statt und ist nach wie vor ein ungelöstes Rätsel. Laut Berichten sollte ein Pilot ein Team von Wissenschaftlern abholen, die an einem abgelegenen Punkt der Antarktis arbeiteten. Als der Pilot jedoch ankam, war die Gruppe spurlos verschwunden. Anstatt der Forscher fand der Pilot nur ihre Ausrüstung und verstreute Spuren im Schnee.
Trotz intensiver Suche konnte keine Spur der Gruppe gefunden werden. Eine Woche später kehrte der Pilot zurück, um die Mission fortzusetzen. Zu seiner Überraschung fand er die Gruppe an ihrem ursprünglichen Standort wieder. Doch die Forscher verhielten sich merkwürdig. Sie waren körperlich unversehrt, doch sichtlich verstört. Als der Pilot versuchte, mit ihnen zu sprechen, verweigerten sie jede Kommunikation und schienen in einem Zustand des Schocks gefangen zu sein. Einige der Forscher, so berichteten andere Zeugen, traten in eine Form von emotionaler Isolation, während andere sogar versuchten, nicht über das zu sprechen, was sie während ihrer Abwesenheit erlebt hatten. Es gab Berichte, dass sie in einem Zustand von kollektivem Trauma und Angst zurückgekehrt waren, als hätten sie etwas entdeckt, das sie nicht begreifen oder verarbeiten konnten. Spekulationen und Verschwörungstheorien. Die mysteriösen Ereignisse rund um das Verschwinden und Wiederauftauchen der Forscher haben zu zahlreichen Spekulationen geführt. Linda Moulton Howe und andere Verschwörungstheoretiker vermuten, dass das Forscherteam möglicherweise auf eine uralte Technologie oder ein außerirdisches Artefakt gestoßen ist, das eine so tiefgreifende Wirkung auf sie hatte, dass sie in einen Zustand psychischen Schocks verfielen. Einige glauben, dass die Forscher eine Art von interdimensionaler Entität oder unbekannten Phänomenen begegneten, die sie in ihrer Psyche überforderte. Ein weiterer Gedanke, der in den Kreisen der Antarktis-Verschwörungen immer wieder auftaucht, ist, dass das Team auf eine militärische Entdeckung stieß, die von den Regierungen der Welt als zu gefährlich angesehen wurde, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das mysteriöse Verschwinden und das veränderte Verhalten der Forscher könnten laut einigen Theorien ein Hinweis auf die Art von Entdeckungen sein, die die Geheimdienste und Militärs weltweit absichtlich verschleiern. Die Rolle der McMurdo-Station und geheimer Technologien. Die McMurdo-Station, eine der größten amerikanischen Forschungsstationen auf dem antarktischen Kontinent, spielt eine zentrale Rolle in den Spekulationen und Verschwörungstheorien rund um die Antarktis. Sie wird häufig als Ort beschrieben, an dem nicht nur geologische Daten und wissenschaftliche Forschungen durchgeführt werden, sondern auch als geheimer militärischer Stützpunkt, der weit mehr verbirgt. Berichten zufolge wurde die Station von den USA genutzt, um nicht nur die geologischen Ressourcen der Antarktis zu untersuchen, sondern auch, um auf Hinweise auf außerirdische Artefakte oder unterirdische Zivilisationen zu suchen. Linda Moulton Howe hat immer wieder betont, dass die Antarktis möglicherweise der Schlüssel zu versteckten Geheimnissen ist, die tief unter dem Eis begraben sind. Ihre Recherchen und die Berichte von Insidern legen nahe, dass es in der Region Orte gibt, die geheime Türen enthalten, verborgene Zugänge zu unbekannten Artefakten oder Technologien, die die Weltgeschichte und das Verständnis des Menschen grundlegend verändern könnten. Fazit: Das ungelöste Mysterium der Antarktis. Die Berichte von Linda Moulton Howe und anderen Forschern zu den geheimen Aktivitäten in der Antarktis stellen ein faszinierendes und beunruhigendes Puzzle dar, das noch lange nicht vollständig gelöst ist. Die verschwundenen Forscher, die mysteriösen Pyramiden und die Geheimnisse der McMurdo-Station werfen Fragen auf, die viele Spekulationen und Verschwörungstheorien befeuern. Trotz der geheimen Natur dieser Berichte bleibt die Frage, was in den Tiefen der Antarktis verborgen ist, ein ungelöstes Mysterium, das möglicherweise noch viele Jahre, wenn nicht Jahrhunderte, in den Schatten der offiziellen Geschichte bleiben wird. Mythen und Legenden. Eine globale Reise durch antike und moderne Überlieferungen. Die Faszination für die Vorstellung einer hohlen Erde und der Existenz unterirdischer Reiche ist kein modernes Phänomen, sie zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Menschheitsgeschichte. In den alten Überlieferungen zahlreicher Kulturen finden sich eindrucksvolle Erzählungen über verborgene Welten, mystische Reiche und fortschrittliche Zivilisationen, die tief im Inneren unseres Planeten existieren sollen. Dieses Kapitel widmet sich einer umfassenden Analyse dieser Mythen und Legenden,
die von den alten Sagen Mesopotamiens und Indiens bis hin zu den nordischen Epen und präkolumbianischen Mythen reichen. Dabei werden sowohl die ursprünglichen Erzählungen als auch moderne Interpretationen untersucht, stets mit dem Ziel, die Parallelen zu den geologischen und geophysikalischen Anomalien zu beleuchten, die in den jüngsten Forschungsberichten immer wieder auftauchen. Die alten Mythen, Fenster zu verborgenen Welten. Bereits in den frühesten Zivilisationen wurden Geschichten über unterirdische Reiche erzählt. In der mesopotamischen Mythologie etwa existiert das Reich Kur, ein Ort, der von den Lebenden getrennt ist und in dem die Götter und Geister verweilen. Diese Sagen deuten auf ein Verständnis hin, das weit über das Offensichtliche hinausging. Sie zeugen von einer Welt, in der die Grenzen zwischen Himmel, Erde und Unterwelt fließend sind. Ähnlich wie in den sumerischen und babylonischen Texten, in denen das Jenseits oft als ein tief liegender, geheimnisvoller Ort dargestellt wird, finden sich auch in den vedischen Schriften Indiens Hinweise auf verborgene Bereiche, in denen sich mächtige Wesen und uraltes Wissen verbergen. Im Hinduismus etwa wird häufig von Patala gesprochen, einer unterirdischen Welt, die von mächtigen Nagas bewohnt wird, schillernden Kreaturen, die sowohl als Beschützer als auch als Untergangsboten fungieren. Diese Vorstellungen korrelieren erstaunlich mit den modernen Spekulationen über unterirdische Wärmekammern oder gar künstlich angelegte Hohlräume, in denen sich fortschrittliche Zivilisationen verbergen könnten. Die Ähnlichkeiten in der Symbolik, etwa das wiederkehrende Motiv der unterirdischen Quelle des Wissens und der Transformation, legen nahe, dass die alten Mythen möglicherweise metaphorische Darstellungen realer geologischer Phänomene waren. Nordische und keltische Sagen, Reiche jenseits der bekannten Welt. Auch in der nordischen Mythologie finden sich spannende Ansätze, die das Konzept einer hohlen Erde unterstützen. Die alten Wikinger glaubten an Hel, das Reich der Toten, das tief unter der Erde lag und von der Göttin Hel regiert wurde. Diese Vorstellung einer Unterwelt, in der sich die Seelen der Verstorbenen aufhalten, ist eng mit dem Konzept eines verborgenen, parallelen Reiches verknüpft. Ähnlich verhält es sich in den keltischen Legenden, wo mystische Höhlen und unterirdische Paläste häufig als Sitz alter Könige und göttlicher Wesen beschrieben werden. Die keltische Mythologie spricht von Tir na Nog, einem Land der ewigen Jugend, das jenseits der sichtbaren Welt liegt und oft als Eingang zu einer anderen, magischen Realität interpretiert wird. Die bildhafte Sprache dieser Überlieferungen, in der Höhlen und unterirdische Pfade als Tore zu einer höheren Wahrheit dargestellt werden, hat auch in modernen Erzählungen Einzug gehalten. Viele alternative Forscher verweisen auf diese antiken Sagen, um ihre Hypothesen zu stützen, dass es in den Tiefen der Erde Geheimnisse gibt, die darauf warten, von der modernen Wissenschaft entdeckt zu werden. Präkolumbianische Legenden und die Erzählungen der Amazonasvölker. Die Mythen der präkolumbianischen Kulturen, insbesondere der Maya und Azteken, enthalten ebenfalls faszinierende Hinweise auf unterirdische Welten. In der Maya-Kosmologie etwa spielt die Unterwelt, oft als Xibalba bezeichnet, eine zentrale Rolle. Diese finstere und zugleich reich verzierte Welt gilt als Ort der Prüfung, in dem Seelen transformiert und erneuert werden. Die Azteken wiederum verehrten den Gott Tlaloc, der in tiefen, wasserreichen Höhlen residieren sollte. Ein Bild, das sich überraschend gut mit modernen Konzepten von unterirdischen Fluss- und Hohlraumsystemen deckt. Auch die indigenen Völker des Amazonas haben Legenden, die von geheimnisvollen unterirdischen Städten berichten. Diese Geschichten erzählen von verborgenen Orten, die von einer alten, hochentwickelten Zivilisation bewohnt wurden. Ein Motiv, das sich in zahlreichen Kulturen wiederfindet. Die Parallelen zwischen diesen Mythen und den jüngsten geophysikalischen Untersuchungen in entlegenen Gebieten der Erde legen nahe, dass es einen gemeinsamen Ursprung für diese Erzählungen geben könnte.
Vielleicht dienten sie als metaphorische Beschreibungen von geologischen Strukturen, die damals als unerklärliche Wunder wahrgenommen wurden. Moderne Interpretationen. Mythos trifft Wissenschaft. Mit dem Aufkommen der modernen Geowissenschaften und der fortschrittlichen Analysemethoden fand ein interessanter Dialog zwischen alten Mythen und neuen Erkenntnissen statt. Forscher, die alternative Erklärungsansätze verfolgen, stützen sich häufig auf antike Legenden, um geologische Anomalien zu deuten. Satellitenbilder, moderne Röntgentechniken und geophysikalische Messungen haben in den letzten Jahren immer wieder Hinweise auf ungewöhnliche Strukturen in entlegenen Regionen, wie etwa in der Antarktis, geliefert. Die Verbindung zwischen diesen Befunden und den alten Erzählungen ist für viele ein überzeugender Beweis dafür, dass unsere Welt weit komplexer und vielschichtiger ist, als es die traditionelle Wissenschaft bislang vermuten ließ. Diese modernen Interpretationen greifen auf die Symbolik und die Narrative der alten Mythen zurück, um eine Brücke zwischen der Vergangenheit und den aktuellen wissenschaftlichen Fragen zu schlagen. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass in populärwissenschaftlichen Berichten von Aha-Momenten die Rede ist. Augenblicke, in denen das Zusammenspiel von Mythos und moderner Forschung einen völlig neuen Blick auf unsere Welt ermöglicht. Die kulturelle Bedeutung und das kollektive Bewusstsein. Die alten Mythen und Legenden über unterirdische Reiche haben bis heute einen tiefgreifenden Einfluss auf das kollektive Bewusstsein. Sie sind Teil des kulturellen Erbes zahlreicher Völker und haben nicht nur in der Literatur und Kunst, sondern auch in der modernen Popkultur einen festen Platz. Filme, Bücher und Musikvideos greifen häufig auf die Symbolik der hohlen Erde zurück, als Ausdruck des menschlichen Strebens, das Unbekannte zu erforschen und die Grenzen der Realität zu erweitern. Diese kulturelle Prägung ist auch ein wesentlicher Faktor für das anhaltende Interesse an Verschwörungstheorien und alternativen wissenschaftlichen Ansätzen. Die Vorstellung, dass es in den Tiefen unseres Planeten verborgene Welten gibt, ist ein kraftvolles Narrativ, das sich immer wieder neu erfindet und in unterschiedlichen Kontexten auftaucht. Ob als Metapher für den inneren menschlichen Suchprozess oder als konkreter Hinweis auf bisher unbekannte geologische Phänomene, die alten Legenden wirken bis heute und inspirieren Generationen von Forschern, Geschichtenerzählern und Abenteurern. Fazit: Die Verbindung von Mythos und Realität. Die globale Reise durch Mythen und Legenden zeigt eindrucksvoll, dass der Glaube an eine hohle Erde und verborgene Reiche tief in der menschlichen Kultur verankert ist. Ob es sich dabei um metaphorische Darstellungen geologischer Prozesse handelt oder um Erinnerungen an eine längst vergangene, unterirdische Zivilisation, die Geschichten aus alten Zeiten lassen sich nicht so leicht in eine Schublade stecken. Moderne Technologien und wissenschaftliche Analysen liefern immer wieder Anhaltspunkte, die den alten Erzählungen erstaunliche Parallelen entgegensetzen. Diese Verbindung von Mythos und Realität fordert uns heraus, unser Weltbild zu hinterfragen und den Blick für das Unerklärliche nicht zu verlieren. Die epische Erzählung der Mythen, die von der Antike bis in die Gegenwart reicht, liefert zahlreiche Aha-Momente, Augenblicke, in denen die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu verschwimmen scheinen. Sie fordert uns auf, nicht nur auf das Offensichtliche zu schauen, sondern auch die verborgenen Schichten unserer Welt zu erkunden. In diesem Spannungsfeld zwischen alter Weisheit und moderner Forschung liegt vielleicht die Antwort auf die Frage, ob unsere Erde tatsächlich hohl ist und welche Geheimnisse in ihrem Innersten schlummern. Wissenschaftliche Analysen und modernste Röntgenmethoden, Fakten versus Fiktion. In diesem Kapitel tauchen wir in die faszinierende Welt der modernen Geowissenschaften ein und beleuchten, wie hochentwickelte Analysemethoden, allen voran neuartige Röntgentechniken, den Mythos der hohle Erde in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen.
Während traditionelle geologische Modelle seit Jahrzehnten von der Vorstellung einer kompakten, von festen Schichten umgebenen Erde ausgehen, fordern neueste Messverfahren das etablierte Paradigma heraus. Dieser Abschnitt nimmt Sie mit auf eine Reise durch die wissenschaftlichen Verfahren, die dabei helfen sollen, die rätselhaften Anomalien in der Antarktis und anderen abgelegenen Regionen zu entschlüsseln, und vergleicht sie mit den alten Berichten und Überlieferungen, die seit Generationen die Fantasie beflügeln. Die Evolution der Analysemethoden, von klassischen Bohrungen zu hochpräzisen Röntgenmessungen. Die Suche nach dem Unbekannten hat die Menschheit stets angetrieben. Einst stützten sich Forscher ausschließlich auf Bohrungen und seismische Messungen, um das Innere der Erde zu kartieren. Mit dem technologischen Fortschritt gelang es jedoch, noch tiefere und präzisere Einblicke in die Beschaffenheit unseres Planeten zu gewinnen. Moderne Röntgentechniken, ergänzt durch Infrarot- und Magnetfeldmessungen, ermöglichen es, Dichteunterschiede und Materialzusammensetzungen in bisher unerreichter Detailtiefe sichtbar zu machen. Diese Verfahren nutzen energiereiche Strahlen, die, ähnlich wie in der medizinischen Diagnostik, das Innere eines Objekts durchleuchten. Dabei entstehen Schnittbilder, die Wissenschaftlern helfen, versteckte Hohlräume, Dichteschwankungen und sogar künstliche Strukturen zu identifizieren. Mit dieser Methode lassen sich nicht nur natürliche geologische Formationen, sondern auch potenziell von intelligenten Wesen geschaffene Bauwerke entdecken. Diese bahnbrechende Technik hat in den letzten Jahren in Forschungszentren weltweit für Aufsehen gesorgt und liefert immer wieder Ergebnisse, die mit den alten Berichten von Expeditionen in entlegene Regionen, wie der geheimnisvollen Antarktis, korrespondieren. Die Entdeckung geophysikalischer Anomalien in der Antarktis. Satellitenbilder und hochauflösende Röntgenanalysen haben in den letzten Jahren in der Antarktis Bereiche aufgezeigt, die sich durch ungewöhnliche Dichteprofile und Temperaturverteilungen auszeichnen. Einige dieser Regionen weisen Signaturen auf, die von der traditionellen Geologie kaum erklärbar sind. Wissenschaftler vermuten, dass in diesen Zonen mineralogische Zusammensetzungen und tektonische Anomalien vorherrschen, die eventuell auf natürliche Hohlräume oder gar menschengemachte Eingriffe hindeuten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in zahlreichen Fachartikeln und technischen Berichten diskutiert. Doch nicht selten stoßen sie in der Mainstream-Wissenschaft auf Skepsis, da sie das bisherige Verständnis des Erdinneren herausfordern. Hier treffen moderne Messdaten auf alte Legenden. Während Admiral Robert Byrd und seine Zeitgenossen in ihren geheimen Tagebucheinträgen von unterirdischen Hallen und mystischen Gravuren berichteten, liefern die aktuellen Röntgenbilder faszinierende, wenn auch umstrittene, Hinweise auf verborgene Strukturen. Einige alternative Forschungsgruppen interpretieren diese Daten als Beweis für das Vorhandensein von natürlichen, großräumigen Hohlräumen, die in ihrer Komplexität und Dimension durchaus den Beschreibungen antiker Überlieferungen entsprechen könnten. Vergleich zwischen alter Überlieferung und moderner Technologie. Die Parallelen zwischen den mystischen Berichten alter Zivilisationen und den modernen Analyseergebnissen sind bemerkenswert. Während antike Mythen oft von verborgenen Reichen, mystischen Portalen und unterirdischen Tempeln sprechen, liefern die aktuellen Messdaten handfeste Hinweise auf Bereiche, in denen die normalen physikalischen Gesetze scheinbar modifiziert sind. Beispielsweise berichten die Tagebücher von Admiral Robert von Bereichen, in denen die Temperatur und Dichte in der Tiefe signifikant von den üblichen Werten abwichen, ein Phänomen, das heute mit Hilfe von Röntgen- und Infrarottechniken präzise dokumentiert werden kann. Moderne Geowissenschaftler argumentieren, dass es natürliche Ursachen geben könnte, wie etwa tektonische Brüche, vulkanische Aktivitäten oder ungewöhnliche Mineralansammlungen, die solche Effekte hervorrufen. Die Frage, ob diese Erklärungen ausreichen oder ob tatsächlich Hinweise auf eine verborgene Zivilisation vorliegen, ist nach wie vor Gegenstand intensiver Debatten. Während konventionelle Modelle häufig auf rein natürliche Prozesse verweisen, führen alternative Hypothesen an, dass diese Messdaten eine Verbindung zu den alten Mythen herstellen könnten.
Ein Hinweis darauf, dass die Erde in ihrer Tiefe weit komplexer und vielschichtiger ist, als es das offizielle Weltbild bisher vermuten ließ. Fallstudien und spektakuläre Ergebnisse. Einige Fallstudien aus den letzten Jahren belegen die Diskrepanz zwischen klassischen geologischen Modellen und den neuen Messdaten. In einem speziellen Untersuchungsgebiet in der Antarktis wurden mit Hilfe von Röntgenanalysen ungewöhnliche Hohlräume entdeckt, deren Form und Ausdehnung mit natürlichen Erklärungen schwer in Einklang zu bringen sind. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass in diesen Bereichen die Dichte der Gesteinsschichten um bis zu 30% geringer war als in den umliegenden Regionen, ein Befund, der in der etablierten Geologie für Staunen sorgt. Ein weiteres spektakuläres Experiment kombinierte die Ergebnisse von Röntgenmessungen mit seismischen Daten. Dabei konnte ein Netzwerk von unterirdischen Kanälen und Kavernen kartiert werden, das in seiner Komplexität an die Beschreibungen antiker Schriftstücke erinnert. Wissenschaftler, die an diesem Projekt beteiligt waren, betonten, dass es sich hierbei um einen entscheidenden Schritt handeln könnte, um den Übergang von reiner Naturphänomenologie zu einer möglichen Entdeckung künstlicher Strukturen zu überbrücken. Solche interdisziplinären Ansätze, in denen Physik, Geologie und Archäologie zusammenwirken, eröffnen völlig neue Perspektiven und könnten die bisherige Vorstellung von der inneren Struktur der Erde revolutionieren. Kontroversen und die Rolle alternativer Forschung. Die neuen Messmethoden haben nicht nur für Faszination, sondern auch für hitzige Kontroversen gesorgt. Während einige Wissenschaftler die anormal niedrigen Dichtewerte und Temperaturabweichungen als natürliche geologische Besonderheiten deuten, sind andere der Meinung, dass diese Befunde ein Fenster zu längst vergangenen Zivilisationen öffnen könnten. Diese Debatte spiegelt die Kluft zwischen konventioneller Forschung und alternativen Theorien wider, die oft als hohle Erde-Theorie zusammengefasst werden. Kritiker argumentieren, dass viele der alternativen Interpretationen auf subjektiven Deutungen und selektiver Datenauswahl beruhen. Befürworter hingegen verweisen auf die Vielzahl von Fällen, in denen moderne Analysemethoden scheinbar unauflösbare Rätsel liefern. Rätsel, die sich nicht ohne weiteres in die klassischen wissenschaftlichen Theorien einordnen lassen. Ein wichtiger Aspekt dieser Kontroverse ist der Vorwurf der Geheimhaltung. Einige alternative Forscher behaupten, dass staatliche Institutionen und große Forschungseinrichtungen wissentlich Informationen zurückhalten, um das etablierte wissenschaftliche Weltbild zu schützen. Ob es dabei um wirtschaftliche Interessen, geopolitische Machtspiele oder einfach um den Widerstand gegen revolutionäre Erkenntnisse geht, bleibt ein heiß umstrittenes Thema. Diese Spannung zwischen Offenheit und Geheimhaltung trägt zusätzlich zur Mystik und zum anhaltenden Interesse an den Ergebnissen moderner Röntgenanalysen bei. Fazit: Die Synthese von Fakten und Fiktion. Die moderne Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht, um die verborgenen Geheimnisse unseres Planeten zu entschlüsseln. Röntgenmethoden und weitere hochpräzise Analysetechniken bieten einen faszinierenden Einblick in das Innere der Erde und liefern Daten, die manchmal erstaunlich mit den alten Überlieferungen korrespondieren. Ob diese Anomalien rein natürliche Ursachen haben oder ob sie tatsächlich Hinweise auf unterirdische Strukturen und möglicherweise sogar auf eine verlorene Zivilisation darstellen, bleibt eines der großen Rätsel unserer Zeit. Dieses Kapitel hat aufgezeigt, dass die Verbindung zwischen alten Mythen und modernen Messdaten nicht als reiner Zufall abgetan werden kann. Die Ergebnisse der Röntgenanalysen und geophysikalischen Messungen fordern uns heraus, das bisherige Weltbild zu hinterfragen und offen für neue Interpretationsansätze zu sein. Sie öffnen das Tor zu einem interdisziplinären Diskurs, in dem Naturwissenschaft, Archäologie und Mythologie gemeinsam versuchen, die komplexen Schichten der Erde zu entschlüsseln.
Letztlich ist es gerade diese Spannung zwischen messbaren Fakten und der faszinierenden Welt der Spekulationen, die den Mythos der hohle Erde so unwiderstehlich macht. Ein Narrativ, das weiterhin Wissenschaftler, Abenteurer und die breite Öffentlichkeit in seinen Bann zieht. Die moderne Forschung mag uns noch nicht alle Antworten liefern, doch sie rüstet uns mit den notwendigen Werkzeugen aus, um das Mysterium Schritt für Schritt zu ergründen. In der Synthese von Fakten und Fiktion liegt vielleicht der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis unseres Planeten und zu der Frage, ob die Erde wirklich mehr verbirgt, als wir mit bloßem Auge erkennen können. Die Hypothese einer unterirdischen Zivilisation und ihre geologischen Implikationen, das Erbe einer verlorenen Welt. Die letzte Etappe unserer epischen Reise, bevor wir zu unserem Kurzfilm kommen, führt uns in das Reich der Spekulation und tiefgründigen Analyse, in das Herz der Theorie, die besagt, dass vor unserer bekannten Zeit eine hochentwickelte Zivilisation unter der Erde lebte. Dieser Gedanke, der in alten Legenden, mystischen Symbolen und den rätselhaften Befunden moderner Geowissenschaften mitschwingt, fordert uns auf, das Bild unseres Planeten neu zu zeichnen. War es möglich, dass diese unterirdische Gesellschaft nicht nur existierte, sondern auch maßgeblich zur Entstehung einer kilometerdicken Schicht über dem wahren Erdkern beitrug, wodurch die sogenannte hohle Erde entstand? In diesem Kapitel widmen wir uns einer detaillierten Analyse dieser Hypothese, beleuchten historische Hinweise, geologische Anomalien und kulturelle Überlieferungen, die in ihrer Gesamtheit ein faszinierendes Mosaik der verlorenen Zivilisation ergeben. Die Legende einer unterirdischen Zivilisation, Mythen als verschlüsselte Chroniken. Seit jeher erzählen die Mythen zahlreicher Kulturen von einer verborgenen Welt, in der fortschrittliche Wesen lebten. Alte Texte und Überlieferungen aus mesopotamischen, indischen, keltischen und präkolumbianischen Kulturen berichten von unterirdischen Reichen wie Agartha, Shambhala oder Xibalba. Orten, die als Sitz vergessenen Wissens und uralter Mächte galten. Diese Erzählungen werden nicht allein als spirituelle Allegorien betrachtet, sondern auch als mögliche Hinweise auf eine tatsächliche Zivilisation, die vor Äonen in den Tiefen unseres Planeten existierte. Historiker und alternative Archäologen spekulieren, dass diese Berichte verschlüsselte Chroniken einer Zeit enthalten, in der Menschen oder gar Wesen von höherer Intelligenz unterirdische Städte bauten. Geologische Hypothesen, die Entstehung einer kilometerdicken Schicht. Aus geologischer Sicht stellt sich die Frage, wie solch eine unterirdische Gesellschaft das Gefüge unseres Planeten nachhaltig beeinflusst haben könnte. Einige alternative Theorien gehen davon aus, dass die Aktivitäten dieser Zivilisation, sei es durch groß angelegte Bauten, den Einsatz fortschrittlicher Technologie oder sogar durch bewusst gesteuerte geologische Prozesse, zur Akkumulation massiver Gesteinsschichten geführt haben könnten. Dabei wird postuliert, dass die künstlich geschaffenen Hohlräume und Tunnel, die von dieser Gemeinschaft errichtet wurden, im Laufe von Jahrtausenden als Fundament für eine zusätzliche Schicht dienten. Diese Schicht, die die eigentliche innere Welt von der Oberfläche trennt, könnte als Schutz- oder Isolationsmechanismus interpretiert werden. Moderne geophysikalische Messungen haben in einigen Regionen der Erde dichte Anomalien aufgedeckt, die, so wird spekuliert, nicht allein durch natürliche Prozesse erklärt werden können. Hierbei dominieren Begriffe wie Erdkruste, Hohlraumstrukturen und geologische Anomalien den Diskurs. Moderne Forschung und alternative Interpretationen. In den letzten Jahrzehnten haben hochpräzise Analysemethoden wie Röntgen- und Infrarottechniken sowie seismische Messungen Gebiete identifiziert, die ungewöhnliche Dichte- und Temperaturprofile aufweisen. Einige alternative Forscher deuten diese Daten dahingehend, dass sie Überreste künstlicher Hohlräume oder komplexer unterirdischer Netzwerke sein könnten. Der Gedanke, dass diese Strukturen,
ähnlich denen, die in den Tagebüchern von Admiral Robert dokumentiert wurden, auf eine längst vergangene Zivilisation zurückzuführen sind, ist umstritten, aber faszinierend. Dabei fließen Erkenntnisse aus der Archäologie, Geologie und sogar aus der Astronomie zusammen, um ein Bild zu zeichnen, das weit über die traditionellen Modelle hinausgeht. Die Fragestellung, gab es vor unserer Zeit eine unterirdische Zivilisation, wird mit Schlagworten wie verlorenes Wissen, antike Technologie und geheime Bauwerke befeuert, die in zahlreichen YouTube-Videos, Forendiskussionen und Blogbeiträgen ihre Verbreitung finden. Kulturelle Parallelen und symbolische Hinweise. Nicht nur die modernen Messdaten, auch die kulturellen und symbolischen Überlieferungen aus allen Epochen deuten auf eine tiefere Verbindung hin. Die archaischen Gravuren, die in antiken Tempeln und Höhlen gefunden wurden, ähneln häufig den mystischen Zeichen, die in den Berichten der antarktischen Expeditionen beschrieben sind. Die Wiederkehr von Symbolen, die in Verbindung mit dem Begriff der Unterwelt oder des anderen Reiches stehen, legt nahe, dass das Wissen um diese verborgene Welt generationsübergreifend weitergegeben wurde, als warnendes, mystisches oder gar erleuchtendes Erbe. Historiker interpretieren diese Symbole als Metaphern für den Übergang zwischen den Welten, während alternative Wissenschaftler sie als Beweis für tatsächliche technische Fähigkeiten einer längst vergangenen Kultur ansehen. Die Symbiose von Mythos und Wissenschaft eröffnet einen faszinierenden Diskurs, in dem Begriffe wie mystische Portale, verborgene Technologie und unterirdische Zivilisation untrennbar miteinander verbunden sind. Schlussbetrachtung: Das Vermächtnis einer verlorenen Welt. Die Hypothese, dass eine uralte Zivilisation tief unter der Erdoberfläche existierte und dabei zur Bildung einer kilometerdicken Schicht beigetragen hat, ist sowohl eine Herausforderung für das etablierte wissenschaftliche Paradigma, als auch ein faszinierender Gedanke für die alternativen Forschungsansätze. Während konventionelle Geowissenschaftler auf natürliche Prozesse wie tektonische Verschiebungen, vulkanische Aktivität und sedimentäre Ablagerungen verweisen, fordern alternative Theorien dazu auf, den Mythos der Hohle Erde als möglichen Zeugen einer vergangenen, hochentwickelten Gesellschaft zu betrachten. Diese Diskussion hat nicht nur historische und geologische Dimensionen, sondern auch kulturelle und spirituelle Ebenen, die das kollektive Bewusstsein der Menschheit seit Jahrtausenden prägen. Obwohl definitive Beweise für das Vorhandensein einer unterirdischen Zivilisation bislang fehlen, bieten die faszinierenden Parallelen zwischen alten Mythen und modernen Messdaten einen fruchtbaren Boden für weitere Forschung und Spekulation. Die Synthese von Fakten und Fiktion in diesem komplexen Narrativ lädt dazu ein, das bisherige Weltbild zu hinterfragen und die Möglichkeit zuzulassen, dass unser Planet vielschichtiger und geheimnisvoller ist, als wir es bislang vermutet haben. Die Suche nach dem verborgenen Erbe einer verlorenen Welt bleibt somit eine der spannendsten Herausforderungen unserer Zeit. Eine epische Reise, die Wissenschaft, Mythologie und das menschliche Streben nach Wahrheit miteinander vereint. Schalte jetzt den nächsten Gang in deinem Wissen ein, abonniere The Mighty Brain und werde Teil einer Community, die die Geheimnisse des Universums entschlüsselt. Tauche ein in fesselnde Analysen, faszinierende Mythen und brandaktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die deinen Geist beflügeln. Verpasse keine spannenden Videos mehr, in denen wir alte Legenden mit modernsten Technologien verbinden, um das verborgene Wissen unseres Planeten aufzudecken. Klicke auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, um immer als Erster über unsere neuesten Enthüllungen informiert zu werden. Werde ein Teil der Revolution des Denkens. Entdecke, hinterfrage und erweitere deinen Horizont mit The Mighty Brain. Dies ist eine Nacherzählung aus Admiral Byrds geheimem Tagebuch, basierend auf seinen Erlebnissen. Richard Evelyn Byrd war kein gewöhnlicher Flieger.
Er war ein Held der Lüfte, ein Entdecker, ein Visionär. Geboren im Jahr 1888 in Winchester, Virginia, war er früh zur See gefahren und hatte sich als einer der talentiertesten Navigatoren und Flugpioniere der US Navy bewiesen. Seine Erkundungen der Arktis und Antarktis hatten ihm internationale Anerkennung eingebracht. Als einer der ersten Menschen hatte er den Nordpol aus der Luft überflogen, und seine späteren Missionen machten ihn zu einem der führenden Experten für die Polargebiete. Doch die Mission, die ihm im Jahr 1947 anvertraut wurde, war anders. Sie war streng geheim, unter der direkten Aufsicht des US-Militärs und finanziert von einflussreichen Kräften im Hintergrund. Es ging nicht um einfache Kartografierung oder wissenschaftliche Erkundungen. Byrd sollte nach etwas suchen. Etwas, das nicht existieren durfte. Offiziell war Byrd der Leiter von Operation High Jump, einer massiven Antarktis-Expedition mit über 4.700 Mann, 13 Schiffen und mehreren Flugzeugen. Ziel war die Erforschung und Errichtung militärischer Stützpunkte auf dem eisigen Kontinent. Doch hinter den Kulissen gab es Gerüchte. Es hieß, dass das Militär bereits Hinweise auf unerklärliche Phänomene in der Antarktis hatte. Satellitenaufnahmen hatten mysteriöse, warme Regionen tief im Inneren des Kontinents gezeigt, Zonen, die nicht gefroren waren, obwohl sie von Eis umgeben sein sollten. Noch beunruhigender waren Berichte von deutschen U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg. Manche behaupteten, die Nazis hätten in der Antarktis eine geheime Basis errichtet. Eine unterirdische Festung, in der sie Technologien entwickelten, die der Welt unbekannt waren. Einige Insider sprachen von einer Neuschwabenland-Basis, in der Experimente mit Fluggeräten durchgeführt wurden, die nicht von dieser Welt waren. Byrd selbst hielt nicht viel von Verschwörungstheorien. Doch seine Auftraggeber waren überzeugt. Tief unter dem ewigen Eis gab es ein Geheimnis, das niemand kennen sollte. Und Byrd sollte es finden. Es war der 19. Februar 1947. Byrd saß in seinem speziell ausgerüsteten Flugzeug, einer Douglas DC-3, einem robusten, zweimotorigen Transportflugzeug, das für extreme Wetterbedingungen ausgelegt war. Die Maschine war modifiziert worden, um in der dünnen polaren Luft stabil zu fliegen und auch längere Erkundungsflüge zu ermöglichen. Neben ihm im Cockpit saß Lieutenant Harold E. Hal Marchant, sein erfahrener Co-Pilot und Navigator. Marchant war ein schweigsamer Mann, ein Veteran, der bereits zahlreiche Einsätze mit Byrd geflogen war. Klarer Himmel, stabile Luftströmungen. Marchant überprüfte die Instrumente. Perfekte Bedingungen. Byrd ließ seinen Blick über das schier endlose Weiß unter ihnen schweifen. Doch dann eine Anomalie. Admiral, unsere Kompasse, sie drehen durch. Byrd runzelte die Stirn. Die Nadel des magnetischen Kompasses vollführte wilde Kreise. Auch die Gyroskope zeigten unstabile Werte. Basecamp hier Flug Delta Echo. Wir haben eine Navigationsanomalie. Bestätigen Sie unsere Position? Stille. Nur ein statisches Rauschen drang durch den Funk. Sir, sehen Sie das? Byrd folgte seinem Blick. Die Anzeige zeigte plötzlich 1500 Meter unter ihrer eigentlichen Flughöhe an. Doch das konnte nicht sein. Sie waren auf stabilen 3500 Metern geflogen, doch jetzt sah es so aus, als ob sich der Boden auf mysteriöse Weise erhoben hätte. Und dann sah er es. Vor ihnen öffnete sich eine riesige schwarze Spalte im ewigen Eis. Es war kein natürlicher Riss. Es war ein perfekter Kreis, mindestens 50 Kilometer im Durchmesser. Eine Öffnung, die sich tief in die Erde erstreckte. Ein Schwindelgefühl überkam Byrd, als er das Unmögliche sah. Aus dem Inneren dieser Öffnung stieg warmer Nebel auf. Und jenseits dieses Nebels grünes Land, dichte Wälder, ein Fluss, der sich durch Täler schlängelte. Das ist nicht möglich. Byrd konnte seinen Blick nicht abwenden. Er spürte, wie sein Verstand sich dagegen sträubte, das zu akzeptieren, was seine Augen sahen. Und dann ein Gefühl. Es begann als ein leises Vibrieren in seinen Knochen, wurde stärker, intensiver. Alle Systeme fallen aus. Wir werden geführt. Es fühlte sich nicht wie ein Absturz an.
Es war, als würden sie von einer unsichtbaren Hand vorsichtig nach unten gezogen. Das Summen wurde lauter. Und dann eine Stimme. Nicht aus dem Funkgerät, nicht aus den Lautsprechern, direkt in ihrem Geist. Admiral Richard E. Byrd, Sie sind erwartet. Ein Blitz aus Licht. Ein Gefühl, als würde die Zeit um ihn herum stillstehen. Das Flugzeug wurde vollständig erfasst und durch die Öffnung gezogen. Der Himmel, die Außenwelt, das Eis, alles verschwand hinter ihnen. Sie durchquerten eine Barriere, die keine Barriere war. Licht pulsierte um sie herum, das Gefühl von Raum und Zeit löste sich auf. Byrd hatte das Gefühl, dass er nicht nur durch den Himmel flog, sondern durch eine Grenze, die nicht durchquert werden durfte. Die Instrumente waren tot. Doch er wusste, sie würden nicht abstürzen. Sie wurden geleitet. Und dann Stille. Byrd öffnete die Augen. Das Flugzeug war gelandet. Und vor ihm eine Welt, die nicht existieren durfte. Admiral Richard E. Byrd saß wie erstarrt in seinem Cockpit. Sein Atem ging schwer, sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Neben ihm starrte Lieutenant Harold Marchant mit geweiteten Augen aus der Frontscheibe der Douglas DC-3. Das, was sie sahen, widersprach allen Naturgesetzen. Das Flugzeug war sanft gelandet, doch nicht auf einer eisbedeckten Fläche, sondern auf einer makellosen, grün bewachsenen Ebene. Die Landebahn, wenn man es so nennen konnte, bestand aus einer glatten, beinahe metallisch glänzenden Oberfläche, die sich perfekt in die Umgebung einfügte. Und diese Umgebung war unglaublich. Um sie herum erstreckten sich weite Täler, durchzogen von kristallklaren Flüssen, die sich wie Adern durch das satte Grün schlängelten. Riesige Bäume mit goldfarbenen Blättern ragten in den Himmel, während in der Ferne majestätische, schneebedeckte Berge in den Wolken verschwanden. Doch der Himmel... Byrd runzelte die Stirn. Das Licht war anders. Es war weich, warm, aber nicht von einer Sonne, die er kannte. Es gab keine harte Quelle, die blendete oder Schatten warf. Es war, als ob die gesamte Atmosphäre selbst ein sanftes, goldfarbenes Leuchten abgab. Das ist nicht möglich. Byrd atmete tief ein und zwang sich zur Ruhe. Sie waren gelandet. Aber wo? Die unheimliche Stille. Es gab keinen Wind, kein Geräusch von Vögeln oder Tieren. Nur das leise Summen in der Luft, ein kaum wahrnehmbarer Ton, der tief in den Knochen vibrierte. Dann, wie aus dem Nichts, begann sich etwas zu bewegen. Byrd und Marchant starrten auf eine Anhöhe in der Nähe der Landestelle. Und dort, anmutig und mit fast überirdischer Eleganz, schritten Gestalten auf sie zu. Die Wächter von Agartha. Es waren Menschen, und doch keine Menschen. Sie waren groß, mindestens 2 Meter, mit schlanken, aber kraftvollen Körpern. Ihre Haut hatte einen sanften, goldenen Schimmer, fast so, als würde das Licht in ihnen selbst leuchten. Ihre Gesichter waren von einer makellosen Schönheit. Hohe Wangenknochen, große, intelligente Augen, die in tiefem Blau oder strahlendem Grün leuchteten. Doch das Unheimlichste war ihre Aura der Ruhe und Weisheit. Diese Wesen strahlten eine erhabene Gelassenheit aus, eine Präsenz, die Byrd tief in seinem Innersten berührte. Er spürte keine Feindseligkeit, im Gegenteil. Ein seltsames Gefühl der Vertrautheit überkam ihn, als ob er nach langer Zeit endlich nach Hause gekommen wäre. Die telepathische Begrüßung. Keines der Wesen sprach. Und doch. Admiral Richard E. Byrd, wir haben Sie erwartet. Byrd riss die Augen auf. Die Stimme war nicht durch seine Ohren zu hören. Sie war in seinem Geist. Marchant schien es ebenfalls zu spüren, denn er zuckte leicht zusammen. Byrd fasste sich ans Ohr. Funkverbindung? Doch er wusste, dass es nicht der Funk war. Einer der Wesen trat näher. Er war etwas größer als die anderen und seine Augen funkelten wie lebendige Kristalle. Ihr Geist ist verwirrt, aber Sie müssen keine Angst haben.
Wir sind die Wächter dieses Reiches. Unsere Welt ist Agartha, und Sie sind der Erste von Ihrer Art, der eingeladen wurde, sie zu betreten. Byrd schluckte schwer. Er wollte sprechen, doch sein Mund war trocken. Die Einladung. Die Wesen machten eine sanfte Geste mit ihren Händen, ein Zeichen, ihnen zu folgen. Byrd zögerte. War das ein Trick? Eine Illusion? Doch sein Instinkt sagte ihm, dass es hier keine Bedrohung gab. Er warf einen kurzen Blick auf Marchant. Sein Co-Pilot war bleich, aber er nickte knapp. Mit einem tiefen Atemzug trat Byrd nach vorne. Die Wesen führten sie einen geschwungenen Pfad hinab, der in das Tal führte. Byrd spürte den weichen, warmen Boden unter seinen Stiefeln. Kein Eis, kein gefrorener Stein, sondern lebendiges, atmendes Land. Und dann sah er sie. Die Stadt unter der Erde. Weit vor ihnen, in einer Senke zwischen den Bergen, lag eine Stadt. Aber keine Stadt, wie Byrd sie kannte. Die Gebäude bestanden nicht aus Stein oder Metall, sondern schienen aus einer gläsernen Substanz geformt zu sein, die in allen Farben schimmerte. Türme ragten in den Himmel, nicht aus Mauern gebaut, sondern aus reiner Energie. Einige schwebten sogar über dem Boden, als ob die Schwerkraft hier eine andere Bedeutung hatte. »Mein Gott«, flüsterte Marchant. Die Wesen blieben stehen und deuteten auf eine große Halle in der Mitte der Stadt. »Der Rat erwartet Sie.« Byrd konnte nicht anders, als weiterzugehen. Er musste erfahren, was hier vor sich ging. Die Warnung der Wächter. Als sie die Halle erreichten, öffneten sich die riesigen Tore ohne ein Geräusch. Im Inneren herrschte eine Atmosphäre der Stille, durchbrochen nur vom leisen Summen der Kristallstrukturen, die die Wände bildeten. Ein Lichtschein pulsierte im Zentrum des Raumes, und dann erschienen die Ältesten. Sie waren älter als die Wächter, doch ihre Augen waren unendlich tief, voller Wissen und Geheimnisse. Einer von ihnen sprach, direkt in Byrds Geist. »Wir wissen, warum ihr hier seid, Admiral. Ihr sucht nach der Wahrheit über eure eigene Welt. Aber seid gewarnt. Nicht alle werden bereit sein, sie zu akzeptieren.« Byrd spürte einen leichten Druck in seinem Kopf. Eure Zivilisation steht an einem Scheideweg. Eure Führer haben Mächte entfesselt, die die Oberwelt in Chaos und Zerstörung stürzen könnten. Ihr seid hier, weil wir euch eine Botschaft mitgeben müssen. Eine Botschaft, die eure Welt vor ihrem Untergang bewahren kann. Byrd schluckte. Diese Wesen wussten über die Menschheit Bescheid. Sie wussten mehr als jede Regierung, mehr als jede Wissenschaft. Aber was genau meinten sie? Und warum wurde er ausgerechnet hierher geführt? Die Offenbarung der Geschichte. Das Wissen der Ältesten. Admiral Byrd stand mit klopfendem Herzen in der großen Halle der Ältesten. Die leuchtenden Kristallwände warfen ein sanftes, goldenes Licht auf ihn und seinen Co-Piloten Harold Marchant. Vor ihnen erhoben sich hohe, schimmernde Gestalten, die Ältesten von Agartha. Ihre Augen strahlten eine tiefe Weisheit aus, die Byrd nicht greifen konnte. Sie waren Wesen jenseits des menschlichen Verständnisses, aber dennoch spürte er in ihrer Präsenz keine Bedrohung, nur unermessliches Wissen. Dann begann einer der Ältesten zu sprechen, nicht mit Worten, sondern direkt in seinem Geist. Admiral Richard E. Byrd, ihr wurdet hierher geführt, weil eure Welt an einem Wendepunkt steht. Die Menschheit ist in Gefahr, und ihr müsst unsere Botschaft überbringen. Byrd atmete tief ein. Er hatte unzählige Fragen. Wo genau waren sie? Wer waren diese Wesen? Und was wussten sie über die Welt der Menschen? Eine verlorene Geschichte. Einer der Ältesten trat näher und hob eine Hand.
Sofort begann die Luft vor ihm zu flimmern. Eine Projektion, eine Vision der Vergangenheit. Byrd und Marchand sahen mit weiten Augen zu, als sich vor ihnen ein Bild formte. Eine große, strahlende Stadt, errichtet auf der Oberfläche der Erde. Sie war größer als jede Stadt, die Byrd je gesehen hatte, mit Türmen aus glänzendem Kristall und schwebenden Plattformen, auf denen sich elegante Fahrzeuge bewegten. Einst gab es eine Zeit, in der eure Vorfahren und wir vereint waren. Die Menschheit war nicht immer auf dem Pfad der Zerstörung. Vor Tausenden von Jahren lebten wir zusammen in Harmonie, in den Städten von Atlantis und Lemuria. Byrds Atem stockte. Atlantis, Lemuria, waren das nicht Mythen? Doch die Bilder, die vor ihm erschienen, waren zu real, um erfunden zu sein. Er sah die Menschen dieser alten Zivilisationen, hochgewachsen, elegant, mit einer Aura von Wissen und Kraft. Sie kommunizierten ohne Worte, nutzten Technologien, die über alles hinausgingen, was die heutige Menschheit besaß. Atlantis und Lemuria waren keine Legenden. Sie waren die Zentren des alten Wissens. Ihre Bewohner verstanden die Natur der Energie, der Materie und des Bewusstseins. Doch dann geschah das Undenkbare. Der Fall der großen Zivilisationen. Die Projektion veränderte sich. Die strahlenden Städte begannen zu beben. Der Himmel verdunkelte sich. Flammen und gewaltige Wellen verschlangen die einst so blühenden Metropolen. Byrd und Marchand konnten den Schock in ihren Gesichtern nicht verbergen. Die Zerstörung kam nicht durch natürliche Katastrophen allein. Eure Vorfahren begannen, Kräfte zu missbrauchen, die sie nicht verstanden. Sie öffneten Tore zu Mächten, die nicht für sie bestimmt waren. Erneut änderte sich die Vision. Nun erschienen Bilder von riesigen Maschinen, die mit Energien arbeiteten, die die Erde selbst zu zerreißen schienen. Gewaltige Explosionen erschütterten das Land und schließlich versanken die Kontinente in den Tiefen des Ozeans. Diejenigen von uns, die überlebten, zogen sich zurück, hierher, in die innere Welt. Wir schufen Agartha, eine Zuflucht, in der das alte Wissen bewahrt blieb. Doch eure Oberwelt wurde ins Chaos gestürzt. Eure Vorfahren vergaßen ihre Herkunft, und mit der Zeit wurden aus Wissen Mythen, aus Wahrheiten Legenden. Byrd konnte nicht glauben, was er sah, doch tief in seinem Inneren spürte er, dass es wahr war. Die Warnung für die Menschheit. Einer der Ältesten trat nun direkt vor ihn. Sein Blick war voller Ernst. Admiral Byrd, die Menschheit steht erneut vor der gleichen Gefahr. Eure Führer spielen mit Kräften, die sie nicht verstehen. Sie experimentieren mit Waffen, die das Gleichgewicht der Erde stören könnten. Wenn ihr nicht aufhört, werdet ihr das gleiche Schicksal erleiden wie Atlantis. Byrd wusste genau, wovon sie sprachen. Die Welt war nach dem Zweiten Weltkrieg in ein gefährliches Wettrüsten geraten. Die Entwicklung von Atombomben und neuen Waffen hatte eine zerstörerische Dynamik entfacht. Die Supermächte experimentierten mit Technologien, die weit über ihr Wissen hinausgingen. Es gibt Mächte in eurer Welt, die nicht wollen, dass dieses Wissen ans Licht kommt. Sie fürchten, dass ihre Kontrolle über die Menschheit verloren geht. Doch ihr müsst die Wahrheit weitergeben, egal welche Gefahren es mit sich bringt. Das Vermächtnis der Unterwelt. Die Ältesten hoben erneut die Hände, und vor Byrd erschien ein seltsames Objekt, eine kleine, kristallene Scheibe. Dies ist das Vermächtnis Agarthas. Sie enthält Informationen, die eure Wissenschaftler verstehen können, wenn sie bereit sind. Doch sie ist nicht für jeden bestimmt. Wählt weise, wem ihr sie zeigt. Byrd nahm die Scheibe in seine Hände. Sie fühlte sich warm an, pulsierte leicht, als ob sie lebendig wäre. Marchand flüsterte nervös: »Sir, wenn das alles stimmt, dann wird die Regierung niemals zulassen, dass das an die Öffentlichkeit kommt.«
Byrd wusste, dass er recht hatte. Doch er hatte keine Wahl. Die Ältesten traten zurück. Eure Reise ist noch nicht vorbei, doch nun müsst ihr zurückkehren. Byrd spürte ein merkwürdiges Kribbeln in seinem Körper. Die Umgebung begann zu verschwimmen, als würde sich die Realität selbst auflösen. Dann ein Blitz aus Licht. Und plötzlich befanden sie sich wieder im Cockpit ihres Flugzeugs. Die Rückkehr durch das Portal. Das Summen war wieder da. Die Instrumente in der DC-3 erwachten zum Leben. Byrd riss den Kopf herum. Die Wächter standen noch immer draußen auf der Lichtung, doch nun begannen sie sich langsam zurückzuziehen. Die große Öffnung in der Erde begann sich zu schließen. »Sir, wir haben wieder Kontrolle«, rief Marchand und griff nach den Steuerknüppeln. Byrd umfasste das Steuer fester. Sie mussten zurück. Aber was sollten sie tun mit dem Wissen, das sie erhalten hatten? Er warf einen letzten Blick zurück auf die Welt, die niemals existieren sollte, eine Welt, die im Verborgenen überdauert hatte. Dann zog er das Flugzeug hoch. Die Erde unter ihnen wurde wieder zu Eis und Schnee, und mit einem letzten Flackern verschwand Agatha aus ihrem Blickfeld. Die Rückkehr in eine schweigende Welt. Der Flug durch das Unbekannte. Die Douglas DC-3 bebte, als Admiral Byrd und sein Co-Pilot Harold Marchand durch die wirbelnde Luftströmung zurück in die eisige Weite der Antarktis stiegen. Die Instrumente spielten verrückt, der Kompass drehte sich wild, das Höhenmessgerät zeigte absurde Werte an, und selbst das Funkgerät spuckte nur statisches Rauschen aus. »Sir, das ist Wahnsinn! Unsere Instrumente sagen, wir befinden uns in 30.000 Fuß Höhe, aber das ist unmöglich«, rief Marchand und versuchte verzweifelt, die Kontrolle über die Systeme zurückzuerlangen. Byrd wusste es besser. Sie hatten gerade einen Ort verlassen, der nach den Gesetzen der modernen Wissenschaft nicht existieren durfte. Sein Blick huschte zu der kleinen kristallinen Scheibe, die sicher in seiner Jackentasche ruhte. Sie pulsierte schwach, als wäre sie mehr als nur ein simples Objekt, als würde sie leben. »Bleib ruhig, Lieutenant«, sagte Byrd mit fester Stimme. »Unser Ziel ist es, diesen verdammten Sturm zu überstehen und zur Basis zurückzukehren.« Doch das war leichter gesagt als getan. Ein Riss in der Realität. Die Umgebung um sie herum war merkwürdig verändert. Sie flogen durch eine Art schimmernden Nebel, ein Lichtspiel aus Farben, die Byrd nie zuvor gesehen hatte. Es war, als ob die Realität selbst sich verzog und wellte, als ob sie durch eine unsichtbare Membran glitten, die zwei Welten voneinander trennte. Und dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, war es vorbei. Die Instrumente beruhigten sich. Der Nebel löste sich auf. Das Licht veränderte sich, wurde kälter, grauer. Unter ihnen erstreckte sich wieder die ewige Eiswüste der Antarktis. Marchand keuchte. »Mein Gott! Sir, wir sind wieder da!« Byrd nickte langsam. Doch etwas war anders. Die verlorene Zeit. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Sie zeigte immer noch dieselbe Zeit an, die sie beim Eintritt in das Portal gehabt hatten. Kein einziger Moment schien vergangen zu sein. Aber das konnte nicht sein. Sie hatten sich stundenlang in Agatha aufgehalten, hatten die Ältesten getroffen, ihre Geschichten gehört, und doch schien es, als wäre keine Zeit vergangen. Byrd spürte eine kalte Gänsehaut auf seinem Rücken. Hatte er gerade eine Art Zeitparadoxon erlebt? War es möglich, dass die Gesetze der Zeit in dieser verborgenen Welt anders funktionierten? Marchand starrte ihn mit geweiteten Augen an. »Sir, das ist unmöglich. Wir haben dort unten mindestens 3 Stunden verbracht. Und doch...« »Ich weiß«, murmelte Byrd, »aber wir haben keine Zeit für Spekulation. Wir müssen zurück zur Basis. Es gibt einiges zu berichten.« Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass es nicht so einfach sein würde.
Die ersten Zeichen der Kontrolle. Als sie nach mehreren Stunden Flug endlich wieder die US-Antarktis-Basis erreichten, erwartete Byrd eine Überraschung. Kaum hatten sie die Landebahn berührt, rollten mehrere Militärjeeps mit Höchstgeschwindigkeit heran. Bewaffnete Soldaten umstellten das Flugzeug, noch bevor die Propeller ganz zum Stillstand gekommen waren. Martian schob das Cockpitfenster auf. Was zum Teufel ist hier los? Ein Offizier in schwerem Mantel und mit grimmigem Blick trat an die Maschine heran. Admiral Byrd, Sie werden sofort zum Kommandanten gebracht. Steigen Sie aus. Byrd und Marchant tauschten einen Blick. Das hier war nicht der übliche Empfang nach einem Erkundungsflug. Byrd spürte, wie sich ein unsichtbarer Griff um ihn legte. Sie wussten etwas. Er griff unauffällig in seine Jackentasche und drückte die kleine kristallene Scheibe fester. Wenn die Männer hier herausfanden, was sie mitgebracht hatten, würde das ernste Konsequenzen haben. Das Verhör. Sie wurden in ein spärlich beleuchtetes Gebäude geführt, in dem bereits mehrere hochrangige Offiziere warteten. Byrd wurde an einen Tisch gesetzt. Ein Mann in dunklem Uniformmantel beugte sich über ihn. Admiral, ich werde es direkt sagen. Ihr Flugzeug ist seit Stunden auf keinem unserer Radare aufgetaucht. Sie sind praktisch verschwunden gewesen. Wohin sind Sie geflogen? Byrd überlegte seine Antwort sorgfältig. Wir hatten Probleme mit den Navigationsinstrumenten und sind in einen Sturm geraten. Möglicherweise hat das unsere Funkverbindung gestört. Der Offizier schüttelte den Kopf. Admiral, wir sind nicht dumm. Sie haben einen Bereich betreten, von dem Sie nichts wissen sollten. Byrd blieb ruhig. Doch innerlich lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Arsaid? Oh, das wissen Sie genau. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Der Mann lehnte sich näher. Es gibt gewisse Geheimnisse, die unter allen Umständen verborgen bleiben müssen. Sie sind in etwas hineingeraten, das über Ihren Rang hinausgeht. Sie werden ab sofort unter strenger Geheimhaltung stehen. Alles, was Sie gesehen oder gehört haben, Sie vergessen es. Byrd spürte, wie sein Puls anstieg. Sie wussten es. Sie wussten von Agatha. Und sie wollten sicherstellen, dass die Wahrheit niemals ans Licht kam. Die Botschaft der Ältesten und die Entscheidung. In seinem Inneren widerhallte die Stimme der Ältesten. Eure Welt ist in Gefahr. Ihr müsst die Wahrheit weitergeben, egal welche Gefahren es mit sich bringt. Byrd wusste, dass dies seine Prüfung war. Er konnte sich fügen, schweigen und das Wissen sterben lassen. Oder er konnte das Risiko eingehen und versuchen, die Welt auf das vorzubereiten, was kommen würde. Er atmete tief ein und traf seine Entscheidung. Mit ruhiger Stimme sagte er: Ich verstehe, Sir. Ich werde mich an die Vorschriften halten. Der Offizier musterte ihn einen Moment lang und nickte dann. Gut. Sie stehen ab sofort unter strenger Geheimhaltung. Wenn irgendetwas von dem, was heute passiert ist, nach außen dringt, dann sollten Sie sich bewusst sein, dass das Konsequenzen hat. Byrd nickte. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass er bereits einen Plan schmiedete. Er konnte nicht schweigen. Nicht, wenn es um das Schicksal der ganzen Welt ging. Die verborgenen Mächte und die Jagd nach der Wahrheit. Die Schatten im Hintergrund. Admiral Byrd wusste, dass er überwacht wurde. Seit seiner Rückkehr von der Antarktis war jeder seiner Schritte von dunklen Gestalten im Hintergrund beobachtet worden. Männer in schwarzen Anzügen, die nicht zum Militär gehörten, waren in der Basis aufgetaucht. Sie sprachen leise mit hochrangigen Offizieren, verschwanden dann wieder in den Schatten. Byrd war ein erfahrener Offizier. Er hatte Kriege gesehen, hatte mit Generälen und Politikern gearbeitet, doch das hier war anders. Es war eine andere Art von Macht, eine unsichtbare Kraft, die über allem zu stehen schien. Diese Männer wussten, dass er etwas gesehen hatte, das er nicht hätte sehen sollen.
Und sie hatten nicht vor, ihn einfach so davonkommen zu lassen. Der geheime Bericht. In der Nacht, verborgen in seinem Quartier, begann Byrd damit, seine Erlebnisse niederzuschreiben. Er beschrieb die unheimliche Entdeckung in der Antarktis, das gewaltige Loch in der Erde, die schimmernden Lichter unter dem Eis, das unerwartete Versagen der Instrumente und schließlich den Moment, als sie in eine Welt eintraten, die nicht existieren dürfte. Er schrieb über die Wesen in Agartha, über ihre Warnung, über die unglaublichen Geheimnisse der alten Zivilisationen von Atlantis und Lemuria. Er wusste, dass dieser Bericht niemals offiziell veröffentlicht werden würde. Doch er musste ihn trotzdem schreiben, für die Nachwelt, für jene, die eines Tages bereit sein würden, die Wahrheit zu erkennen. Als er die letzten Worte auf das Papier brachte, atmete er tief durch. Er wusste, dass das, was er tat, gefährlich war. Doch er hatte keine Wahl. Der erste Angriff. Am nächsten Morgen war sein Quartier durchsucht worden. Seine Schränke standen offen, seine Papiere lagen verstreut auf dem Boden. Doch das Wichtigste fehlte nicht. Er hatte seinen Bericht sicher versteckt. Aber das war nicht das Beunruhigendste. Als er aus dem Fenster blickte, sah er einen schwarzen Wagen am Rand der Basis stehen. 2 Männer saßen darin, sie bewegten sich nicht. Sie beobachteten einfach nur. Byrd wusste, das war eine Warnung. Er war jetzt auf einer Liste, und wenn er nicht vorsichtig war, würde er als Unfall oder verschwunden in den Akten der Regierung enden. Die geheimen Sitzungen. Ein paar Tage später wurde Byrd erneut einbestellt, diesmal nicht zu den Militärs, sondern zu einer geheimen Sitzung in Washington. Als er den dunklen Raum betrat, sah er sie. Männer in teuren Anzügen, mit ernsten Gesichtern. Keine Generäle, keine Politiker. Das hier war eine andere Ebene der Macht. Der ranghöchste Mann, ein älterer Herr mit stechenden Augen, beugte sich vor. Admiral Byrd, Sie haben etwas gesehen, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Byrd erwiderte ruhig seinen Blick. Ich habe einen ungewöhnlichen Flug erlebt, ja, der Mann lächelte dünn. Lassen Sie uns das nicht spielen, Admiral. Wir wissen, was Sie gesehen haben. Wir wissen, wo Sie waren. Und wir wissen, dass Sie versucht haben, einen Bericht darüber anzufertigen. Byrd schwieg. Hören Sie mir gut zu. Es gibt Dinge, die über dem Verständnis der Öffentlichkeit liegen. Und es gibt Dinge, die niemals ans Licht kommen dürfen. Sie haben 2 Möglichkeiten. Sie vergessen, was Sie gesehen haben, oder Sie verschwinden. Byrd spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Er wusste, dass diese Männer es ernst meinten. Ein unerwarteter Verbündeter. Als Byrd das Gebäude verließ, fühlte er sich wie ein Mann, der einen unsichtbaren Krieg kämpfte. Er konnte nicht mit seiner Familie darüber sprechen. Er konnte nicht mit seinen Kameraden darüber sprechen. Er war allein. Doch in dieser Nacht klopfte jemand an seine Tür. Als er öffnete, stand dort ein Mann in Zivil, mit ernster Miene. Admiral Byrd? Ich bin ein Freund. Und ich weiß, dass Sie nicht allein sind. Byrd ließ ihn herein. Der Mann sah sich um, dann sprach er leise: Wir wissen, was Sie entdeckt haben. Und wir wissen, dass Sie unter Druck gesetzt werden, zu schweigen. Aber Sie dürfen nicht schweigen. Es gibt Menschen, ein Netzwerk, die an der Wahrheit interessiert sind. Byrd zog die Stirn kraus. Wer sind Sie? Der Mann lächelte schwach. Jemand, der glaubt, dass die Wahrheit nicht für immer verborgen bleiben kann. Wir können Ihnen helfen. Aber Sie müssen vorsichtig sein. Byrd erkannte, dass er eine Wahl hatte. Aufgeben oder kämpfen. Und er wusste, dass er nicht aufgeben konnte. Nicht, solange die Welt noch immer in Unwissenheit lebte. Der Kampf um die Wahrheit. Das geheime Netzwerk.
Admiral Byrd wusste, dass er keine Zeit zu verlieren hatte. Die Männer, die ihn zum Schweigen bringen wollten, waren nicht nur einfache Regierungsbeamte oder Militärs, sie waren Teil einer unsichtbaren Machtstruktur, die seit Jahrhunderten operierte. Doch jetzt hatte er einen Verbündeten. Der mysteriöse Mann, der ihn aufgesucht hatte, stellte sich als Jonathan Reeves vor, ein Mitglied einer geheimen Gruppe, die sich dem Erhalt verborgenen Wissens widmete. »Wir haben Augen und Ohren überall«, erklärte Reeves, während er ein kleines, abgenutztes Notizbuch auf den Tisch legte. »Hier sind die Namen von Wissenschaftlern, Historikern und ehemaligen Militärs, die ebenfalls auf Spuren von Agatha gestoßen sind und die alle zum Schweigen gebracht wurden.« Byrd blätterte durch die Seiten. Die Einträge waren verstörend. Plötzliche Unfälle, mysteriöse Selbstmorde, verschwundene Personen. »Das ist kein Zufall«, sagte Reeves ernst. »Die Welt darf nicht wissen, was sie in der Antarktis entdeckt haben. Sie wollen nicht nur sie zum Schweigen bringen, sie wollen die ganze Wahrheit für immer begraben.« Byrd atmete tief durch. »Dann müssen wir sie ans Licht bringen.« Ein geheimes Manuskript. Reeves nickte und zog ein weiteres Dokument aus seiner Tasche. »Ich habe etwas, das Sie interessieren dürfte.« Es war ein altes Manuskript, vergilbt und mit einer altmodischen Schreibmaschine getippt. Byrd erkannte den Namen sofort. Colonel William Donovan. Er war einer der ersten amerikanischen Offiziere, die in den 1930er Jahren Informationen über unterirdische Zivilisationen gesammelt haben, erklärte Reeves. Er stieß auf Hinweise, dass die Nazis sich intensiv mit Agatha beschäftigten, lange vor ihrer Expedition. Byrd überflog die Seiten. Dort stand detailliert beschrieben, dass die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs eine geheime Basis in der Antarktis errichtet hatten, bekannt als Neuschwabenland. Sie waren überzeugt, dass sich unter dem Eis eine uralte Technologie verbarg, die ihre Kriegsführung revolutionieren könnte. Doch das Schockierendste war das letzte Kapitel. Die Berichte deuten darauf hin, dass die Nazis eine Passage zu einer verborgenen Welt gefunden haben. Doch bevor sie ihre Forschungen abschließen konnten, wurden sie von einer unbekannten Macht zurückgeschlagen. Es wird vermutet, dass sie mit Wesen in Kontakt kamen, die nicht wollten, dass ihr Geheimnis enthüllt wird. Byrd schloss das Dokument und sah Reeves an. »Das bedeutet, dass ich nicht der Erste war, der Agartha betreten hat.« »Und Sie werden nicht der Letzte sein«, antwortete Reeves. Das geheime Militärprojekt. Doch Byrd wusste, dass es nicht so einfach war, diese Informationen zu veröffentlichen. Nur wenige Tage später wurde er erneut zu einem streng geheimen Treffen im Pentagon einbestellt. Diesmal waren neben hohen Militärs auch Wissenschaftler anwesend. Ein General mit kalten, grauen Augen begann zu sprechen. »Admiral Byrd, Sie waren Teil von Operation High Jump. Doch was Sie nicht wussten war, dass es nicht nur eine Expedition war, sondern eine verdeckte Mission. Wir haben Hinweise darauf, dass eine fortschrittliche Zivilisation unter dem Eis existiert, und wir müssen verstehen, mit wem oder was wir es zu tun haben.« Byrd schwieg, doch sein Herz raste. »Die Regierung plant eine zweite Mission«, fuhr der General fort. »Eine, die diesmal besser vorbereitet ist. Sie werden daran teilnehmen.« Byrd spürte, dass er in eine Falle gelockt wurde. Diese Männer wollten nicht forschen. Sie wollten Agatha unter ihre Kontrolle bringen. »Und wenn ich ablehne?«, fragte er ruhig. Der General sah ihn eindringlich an. »Dann werden wir dafür sorgen, dass Ihr Name und Ihr Ruf zerstört werden. Sie wissen zu viel, Admiral.« Byrd wusste, dass er nicht viele Optionen hatte. Die Entscheidung. In den folgenden Tagen traf er sich heimlich mit Reeves und seinem Netzwerk. Sie hatten eine waghalsige Idee. Wenn Byrd die zweite Expedition nicht verhindern konnte, musste er zumindest versuchen, Beweise aus Agatha zu sichern, bevor die Regierung alles vertuschte. Sie entwickelten einen riskanten Plan. Byrd würde offiziell an der zweiten Expedition teilnehmen, aber heimlich Berichte und Beweise sammeln. Das Netzwerk würde in der Zwischenzeit seine erste Dokumentation veröffentlichen
um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu gewinnen. Falls Byrd entdeckt wurde, hatte er einen Notfallplan, um geheime Dokumente an vertrauenswürdige Personen weiterzugeben. Byrd wusste, dass das seine letzte Chance war. Wenn er scheiterte, würde die Wahrheit für immer begraben werden.